Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr bei meiner Food Lounge wieder mit dabei seid. Ja, ich eröffne heute meine Weihnachtsbäckerei und mein allererstes Rezept für dieses Weihnachtsfest werden Bärentatzen mit Preiselbeer-Marzipanfüllung. Viel Spaß! Für ungefähr 30 Bärentatzen brauchen wir für die Füllung 125 Gramm Marzipanrohmasse, 125 Gramm Preiselbeergelee, Konfitüre, 20 Gramm Amaretto, für die Plätzchenteig, 220 Gramm sehr weiche Butter, 80 Gramm Puderzucker, Abrieb einer halben Zitrone, Vanilleextrakt, ein ganzes Ei, 2 Eigelbe, 280 Gramm Mehl, 15 Gramm Stärke und einen Becher Schokoladenglasur nach eurer Wahl. Ja, los geht's. Die Butter sollte wirklich sehr, sehr weich sein, denn das ist wichtig dann später fürs Spritzen. Die gebe ich jetzt in eine Schüssel und schlag sie cremig. Dann kommt der Puderzucker dazu. Ihr könnt ihn sieben, wer mag. Ich habe es jetzt nicht gemacht, also es hat auch funktioniert, aber ich denke, wenn er gesiebt ist, geht es vielleicht besser. Keine Ahnung. Dann kommt ein bisschen Vanilleextrakt dazu. Ihr könnt auch Vanillepaste oder frische Vanille dazugeben. Dann, das habe ich gerade vergessen, hier habe ich noch ein bisschen Bittermandelaroma dazugegeben und die Zitronenschale. Und dann kommen die Eier dazu. Ich gebe die Eier immer einzeln hinein. So, jetzt nicht erschrecken, der Teig, das sieht irgendwie mit der Zeit so fettig aus. Schlagt einfach, das dauert gute 5 Minuten, dann wird er so richtig schön cremig. Das sieht man hier ganz toll. Also wirklich einfach rühren, bis das Ganze schön cremig wird. Ja, und das, wie gesagt, das dauert ein bisschen. Ja, und wenn ihr dann eine cremige Masse habt, kommt nach und nach das Mehl mit der Stärke dazu. Maschine ein bisschen runterschalten, dann staubt es auch nicht so arg und dann einfach nach und nach die beiden Zutaten dazugeben. Ja, und dann ist mein Spritzgebäckteig fertig. Und das seht ihr hier. Also ich habe dann nochmal mit dem Teigschaber nochmal durchgerührt, weil am Rand noch ein bisschen was hing. Und schaut euch die perfekte Masse an. Also die ist perfekt zum Spritzen. Man hat ja meistens so Probleme mit diesen Spritzgebäckteigen. Also der war perfekt. Ja, ihr braucht jetzt nur noch eine Spritztülle. Ich habe hier eine französische Sterntülle. Da gibt es verschiedene Größen. Ihr könnt es unterschiedlich groß machen. Ich habe jetzt die genommen. Ich glaube, die war, kann jetzt gar nicht sagen. Ich muss nachschauen und ich schreibe es euch in die Infobox. Und nur noch einen Spritzbeutel. Den braucht ihr auch noch. Also ihr braucht keine Maschine. Einfach nur einen Spritzbeutel mit Sterntülle. Und ich hatte hier, wie ich schon gesagt habe, die französische. Ja, und dann geht es auch ans Befüllen. Was ich jetzt gelernt habe in der Zeit, was Spritzgebäck betrifft, im Spritzbeutel, stopft den Spritzbeutel nicht bis oben hin voll mit Teig, sondern gebt wirklich nur ein bisschen was hinein, so viertelt voll. Das langt vollkommen, weil so könnt ihr viel, viel besser spritzen. Ich habe jetzt bloß diese eine Kelle da hinein und da geht es einfach. Ich habe den Fehler auch immer gemacht, ich habe das bis oben hin voll gemacht und irgendwie war das Spritzen dann total schwer. Also ich rate euch ganz wenig und dafür öfters nachfüllen, aber dafür tut ihr euch leichter beim Spritzen. Ja, jetzt machen wir die Pfötchen. Und zwar einfach den Spritzbeutel oder die Sterntülle schräg ansetzen, bisschen nach oben gehen und hinten abrunden. Da passiert es zwar jetzt manchmal, dass man da hinten so einen fetzen Teig noch hat, aber ich zeige euch dann gleich, wie man das dann macht. Ne? Also achtet darauf, dass nicht zu viel Teig da hinten abstreift und dass die Tatzen auch gleich groß sind. Ne? Also das sieht jetzt hier total ungleichmäßig aus, aber es ist echt verblüffend, die werden dann schon perfekt. Und hier habt ihr jetzt gesehen, einfach hinten, wenn ihr so einen Schwanz dran habt, einfach mit die Finger wegmachen und ein bisschen hindrücken, ein bisschen schummeln. Und wenn das dann doch nicht ganz geklappt hat, also die waren jetzt gebacken bei 170 Grad 10 Minuten Ober- und Unterhitze, da kann man das da hinten einfach ein bisschen abbrechen. Ja, also das geht ganz einfach. Also perfekt waren jetzt meine nicht, aber nachdem sie dann so einen Feinschliff bekommen haben, waren sie dann richtig gut. Ja, und ihr müsst dann auch immer schauen, eben, dass die Größe gleich ist, damit ihr es dann aufeinander klappen könnt. Ja, die dürfen jetzt auskühlen. Dann geht es weiter an die Füllung. Es gibt da so ein Preiselbeergelee, das isst man unheimlich, also ich esse es unheimlich gern so überbackenen Camembert, die kann man fertig kaufen oder ihr macht es selber, wie ihr wollt.
Das gebt ihr jetzt in einen Topf. Ich habe es jetzt in meine Küchenmaschine gegeben, die Mambo 190. Einfach da rein. Ich habe eine Waage in dieser Küchenmaschine, deswegen, ich habe es nicht nach Gefühl gemacht, sondern ich habe es abgewogen. Da kommt dann auch noch der Marzipan mit hinein und dann wird das Ganze, ich habe es auf Stufe 6, so für gute, wie lange war es denn, 3 bis 4 Minuten verrührt. Also Deckel drauf, Geschwindigkeit 6 einstellen und so gute 3 bis 4 Minuten rühren lassen. Und dann habe ich so eine leckere Creme. Ihr könnt übrigens auch anderes Gelee nehmen oder Konfitüre. Also es muss keine Preiselbeer sein. So, hier habe ich jetzt meine Beerentatzen, die sind ausgekühlt, schon zurechtgelegt. Also eine auf dem Rücken und die andere normal. Und habe auch geschaut, dass die Größen gleich sind. Und dann geht es an Spritzen. Jetzt braucht er einen Spritzbeutel mit Lochtülle. Nicht zu groß die Lochtülle, denn so viel gehen wir auf diese Plätzchen auch nicht drauf, weil sonst, wenn man das zusammendrückt, schwappt es da so, quetscht man das so nebenan aus. Ich habe jetzt hier ebenfalls, so wie bei den Spritzen von den Bärentatzen, wenig hineingegeben. Und dann die Seite, wo der Boden nach oben liegt, einfach so ein Streifen mit dieser Füllung gespritzt. Und dann kommt das zweite oben drauf. Ja, und das ist wirklich wichtig, dass ihr vorher schon geschaut habt, welche Paare zusammenpassen. Ja, und das mache ich jetzt mit meinen ganzen Pfötchen. Wie gesagt, gebt nicht zu viel drauf, denn sonst quetscht man das auf die Seite hinaus und dann sieht es auch gar nicht mehr so schön aus. Also ich muss sagen, es ist schon eine kleine Arbeit, ne? Aber irgendwie sind das Plätzchen doch immer. Ja, dann lasst es sie kurz stehen, so eine halbe Stunde würde ich sagen, damit auch das Marzipan wieder ein wenig fester wird. Und dann geht es noch an die Schokolade. Da könnt ihr jetzt, ich habe jetzt Schokoglasur, Kakao genommen, schmelzen nach Backungsanleitung. Und dann nehmt ihr eure Pfötchen und taucht sie so ein Viertel hinein. Ja, ein bisschen abschütteln und dann zum Trocknen auf ein Backpapier legen. Und dann, was so schön war, nochmal. Also mehr würde ich da gar nicht eintauchen. Aber wer mag, kann es auch komplett eintauchen. Wie ihr wollt. Ja, und dann die Schokolade trocknen lassen. Und wichtig ist bei diesen Blättchen, ja genau, geht schon wieder gut los. Bei diesen Plätzchen kühl, trocken und dunkel lagern und mit der Füllung dürften sie ungefähr so 2 Wochen halten. Ja, das war es dann auch von mir. Das war jetzt mein erstes Video meiner Weihnachtsbäckerei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und wir sehen uns ganz bald wieder. Dann wünsche ich euch noch einen tollen Tag. Bitte bleibt gesund und bis demnächst. Tschüss.